Hey, good morning, Slavic Wasser. We hebben opstaan. We hebben some Leute to help sing. Here we go. Viviré por
sagen, dass je Jäwen kann, waar de buckets, waar de alleen komen, kan je geld geven. Ik lees van de Samariërs 2 Korinther 9. En zo van je wel ook wassen en wo je Jäwen doen en wat te Jäwen en zo'n dingen. Lees den chapter mal even, because Jezus de leert ons daar wo te Jäwen. En hij zegt, wanneer we waren sparsam zijn, dan waren we ook sparsam de arnd aannemen. En wanneer ik dan denk aan kornplanten, dan is het ganz delig. Mir ist es delig, wenn einer die Plant aus Teuer stoppt ist und das ist alle Tieren schauen, also eine Korn steht, was da abgeht, Luther das ja nicht nur so eine gute Arnd. Und so dann dachte ich, was ist es dann, wenn wir Jäwen dann mit uns Geld, wenn wir sparsam sind, nochmal ja, nochmal nicht. Und dann wird es auch sparsam sein. Wir Jäwen nicht, wenn wir wollen kriegen, aber wir Jäwen werden von sie Jäwen. Und so ich wünsche, dass wir können alle in dort was und Dankeschön für Port von das sein, für Jäwen und Port von sein, für was Gott tut. Jeder Weg passiert da verschiedene Dinge, wo je Port von sind, wo Menschen waren, die Europa noch arm und ihr Leben wird verändert, je sind der Port von Dankeschön für Port von dort sein. Weil wir beten, Dankeschön, Jesus, dass du in unserem Mat bist, Dankeschön, dass wir keine Jäwen von dir, Dankeschön für deine Jängbut. Ich freue mich, Gott, dass dein Segen wird in jeder einer sein, was die Jäwen hat von dir. Und help uns, dass wir gute verwaltet können sein, mit das Geld, was dann kommt, dass wir wirklich können, dass wir zum Dien herbeuen und Menschen waren, ihre Lebens verändern. Und beten Jesu. Amen. Van zijn vrienden
Dankeschön für wer du bist in ons Leben. Dankeschön, dass deine Liebe für uns als greater als was wir evers voor het gaan geloven. Dankeschön, Gott, für wer du bist in ons Leben, dass du uns hast versprochen, dass du uns niemals wirst verlassen. Du bist immer bei uns, du bist immer für uns. Deine Gnade ist immer hier. Immer mit uns kriegst du deine Liebe. Dankeschön, Gott. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. The Lord has promised good to me. His word my hope secures. He will my shield and portion be, as long as life endures. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. The earth shall soon dissolve like snow. The sun forbear to shine. But God, who called me here below, will be forever mine. Will be forever mine. You are forever
wunderbar, dat we kunnen de genoeg hebben, dat we leven hebben in Hem. De laatste farge, de derde farge, die zegt, the Lord has promised good to me. De Heer heeft wat Goudet versproken voor mij. En dan zegt het, en in zijn woord, daar ving ik zekerheid voor mijn hoopning. En ik wil die bus uitspreken, daar in zijn woord naar gaan. En merk die foundation, waar die boven staat, dat het wat zeker zijn. Dat als in zijn woord, dat die bloos dien part. Mij is het de latere tijd wichtig geweest. Over de laatste paar jaar heb ik mensen zijn wat zijn door zeer zware tijd gegaan. Bij krankheid, vielleicht financially en zo'n dingen. En het is amazing, die wat op zeer goede grond staan, die kunnen gaan blijven, wanneer nog zeer zware tijden komen. Maar zij weten wer zij zijn in Christus en zij hebben ihre hoopning zeker door God zijn woord. Anderen die hebben een zware tijd en die kunnen plus een mens krijgt niet merken, ze merken dat niet in volle touw. Du wat er nu gezond bent, wat er goed af bent, die zijn hier alle, kijken vriendelijk, van deze dag, bij op die foundation merkt die zeker wer du bent in Christus. En wanneer de zware tijd komt, dat het daar nog niet geändert heeft God, blijft dezelfde God, wanneer de goede tijden zijn, wanneer de slechte tijden zijn. Mijn gebed is voor die dat du was wassen en dat. Wassen dat du weet wer du bent in Christus, dat het kan zijn en krijgen dat wat van de tijd du daar is. Dat is mijn gebed van jou voor die. Dankzij Jezus dat du in onze maat bent. Dankzij voor deze schijne leider wat we kunnen zingen. Dat hier zich schijnt. Aber dat jetzt scheint, because die sind angeleid von die Herr Jesus. Dankeschön für das. Gott, ich bete für jeder einer, was hier ist, was uns kann sein an Internet, was uns sein kann online. Ich bete, bis Gott, dass du was Mut geben und Kraft geben, in den nächsten Staub zu nehmen und zu wachsen in wer sie sind, in die. Du hast was Gutes für uns versprochen. En die woord zegt het dat die gedanken zijn goed over ons. Die gedanken zijn dat we waar die plan is voor ons, dat we waar erfolgreich zijn. Dat we waar een goede wiederkomen hebben. Dat we waar gezegend zijn. Dat spreek ik bloos over jeder einer, wat hier is. Ik bid bij God dat we waar in die woord was, dat we waar zeker staan op die. We loven die en danken die voor wer du bent. Dank die voor die geen woord. Dank die Herr Jesus dat die hier bent. Ik bid was ja verlotenheid over jeder einer wat hier is van der, wanneer we die woord hier van wat de omgaat met geld omgaan, dat we niet ons woord tauschluiten, maar dat we worden in Herr Jezus laten reden te ons van der. We loven die en danken die in Jezus zijn naam. Amen. Amen. Je kan je doel zetten. Ik freue mich dat je hier bent en levenswasser van der. Kijk en jeder einer van jullie welkom. Freut mich, dass ihr hier seid, dass ihr eine Kinder habt, eine Kinderkirche gebracht. Wir haben ganz vollständige Kinderkirche mit einem Lehrerstelle, lots of gute Dinge, was da angehen. Und so, wenn hier noch wer ersten hat kleine Kinder, kann ich sein, gerade so hastig, aber auf einmal nur noch wel, wer die dort anbringen, die sind welcome dort zu tun. Wir waren ein paar Announcements, ein paar Dinge, was da abkommen in den nächsten paar Wochen. Und dann wird Pastor Steve war wieder gehen von Botschaften, was wir haben angefangen für ihr Werk. Wir haben eine Kummer, Lebenswasserhafen eine Kummer. Und wo das schafft, dass die keine Eten dort anbringen. Und dann die Kamera, die Diakon sich um das Eten aufteilen. Und der Diakon sagt, dass wenn ihr nicht weiter was die selber bringen, ihr kann hängen bei den Informationen, da kann ich gehen checken, die hat eine Liste. Aber auch in der Bulletin auf der ersten Seite, das ist eine ganz lange Liste von Dingen, was ihr kann kaufen. Wenn ich gerade gestern gehört, dass ich in Sams war, habe ich vielleicht noch mehr Dinge gekauft. So, was ich auch von der sehe, vielleicht sollen wir uns ein Bild aufnehmen an unser Phone und dann können wir dort allein gehen, wenn wir bei der Stuhl sind, zum Ankaufen. Und so, ich bedanke mich für jeder einer für jeden, was der Port ist von dit und die Dinge anbringt, Eten in eine Kummer anbringt. Wir können sehen, dass die Umgebenheit hier im Blief da bloß bei. Ich freue mich, dass bringt der Meier an und die Diakonie ja das Schein und mit schaffen und das geben. Wenn hier einmal von der somebody ist und sagt, er fehlt was für jene Kummer, mir fehlt was für meine Kummer, kommt es hier lot nur der Service, nur das Double der hier und dann war es ihnen was Eten mitgeben mit dem Haus.
Pastor John und Lorna, die sind noch einmal hingewezen. Sie sind von der in Durango. Und wir bloß für ihn beten. Ich glaube, sie waren Montag zurückgekommen. Aber war ich zurück sind, so wir bloß beten, dass sie einen guten Trip haben, wenn sie dort sind, dass sie da waren sehen sind zu den Menschen, wenn sie den Menschen da lehren. So, sie sind in Durango von der. Nächste Woche Montag, der 7. Mai, dann ist der Event hier für die Früh, der Schein-Event, das wird ein bisschen eine Ausstellung sein. Und die wollen hier was Dash abstellen, die Dinge ausstellen, Dinge, was sie zum Verkaufen haben, kleine Negocios, was die Früh haben. Und das ist nicht bloß für die, was die Negocios haben, vielleicht von dieser Kirche, das ist von dieser ganzen Community, wenn die Früh sind, was die gleiche Port von zu sein, either da in Dash zu haben, oder hier würde gleich ein bisschen Port von zu sein, das ist für allem. So früh ist merkt ihr bereit für dort, das nächste Werk, den Montag, den 7. So dort fangen Klock 10 Samaris an, und so von Klock 10 bis Klock 3, dann ist dort für ganz kleine Kinder, die kann ich auch mitbringen, und dann nur Klock 3, dann ist dort für die Kinder, was ein bisschen ältere Kinder sind. Ich glaube, das ist für 2 Jahre jünger. Für 2 Jahre jünger, die sind von Samaris bis Klock 3, und nur Klock 3 sind das für ewige Kinder. So älter, wenn ich will, Kinder mitbringen, kann ich das auch tun. So ich kicke fertig, war ich für den Event da, und in den Bulletin kann ich sagen, was die nächste Reihe von Botschaften sind, was Pastor John lehrt. Dort sind, was die für Announcements sind. Wer hat voll was gelehrt, der die letzte Botschaft, was wir hier von Tiet für Endanis. Wisst ihr, was gelehrt? Alright, very good. So wie war da wieder gehen, Pastor Steve, was steht abkommen? Gut, bis Frau, dass ihr abstehen, mit Raum gehen und mit Menschen begeistern, high sein, und high wird anfangen zu predigen. Wat is het? Goat. Muy bien. Mir er ook goat. Dat goat daar hing, goat. Er kon niet meer zijn. Laatste zin nog fangen we in de boodschappen aan, dat Tiet verändern ist. Aber bevor wir in diese nächste Botschaft angehen, will ich hastig nicht davon reden, was wir gleichen zu befreien mit jene Novia oder Novio. Oh boy. Und so, ich und Debbie, wie down die premarital counseling hier in der Kirche. Und andere, wie kommt es mit den Parejas, was sich befreien wollen. Und was ich heute merken, wir haben Klassen, was wir durchgehen. Wenn ihr wollen befreien hier in der Kirche von einem von unseren Predigern, dann sei wie wir gleichen, wenn ihr diese Klassen ihr stärkt gehen, für wir ihn befreien tun. Und so, ernst von ihr dürfen nicht engaged sein, zum Ende dieser Klassen. Aber wenn du weißt, die befreien mit die Novio oder Novia, und ihr merken, plunst dort ab, vielleicht einen Tag befreien, dann ist diese Klasse verjüngt. Und so, von der aus der letzte Sinn, wo ihr kann absehen, und ihr dann noch wieder Information da. Und dann nächste Woche, dann fangen wir an, wir stellen eine kleine Gruppe taub. Und wir wollen taub kommen mit ihnen, da kommen wir früh. Und das wird on Sonntag nur Mittag sein, so das soll passen für irgendwem. Und dann gehen wir ein paar Klassen durch. So, wenn ihr noch nicht abgesehen habt, von der aus der letzte Sonntag, wenn ihr ihn befreien wollt, dann dauert es nicht. Ja, dauert es nicht. Alright, sehr gut. Gehen wir wieder in die Botschaft von Deo. Das Tiet für Endanis. Und die ganzen Gedanken mit diesen Botschaften ist dort, wie man unsere Gedanken ändern und die ablehnen mit Gott sein Wort über diesen Thema von Geld. Letzte Sonntag, dann bekickt wir ein Port von das. Und die Ursache, wo wir so viel von diesem Thema reden, als wenn es die Bibel redet, so viel von diesem Thema. Jesus, als er hier beirrt wird, saß 10 von seinen 38 Geschichten, wo er vertellen hat, wird über Geld und wo damit umzugehen. Meiste half. Und so haben wir das ein wichtiges Thema. Und so jetzt, wo wir so fertig von das reden, in Februar dann wird Victor Mortis hier, er hat ein ganzes Seminario, und dort auf uns App, und sonst zu checken, oder auf uns Website, lebenswasser.org, ich kann das durchfinden. Ich würde Ihnen mal merken, dass es sehr gute Lieder, ich habe von der Bibel rührt. Und von der gehen wir wieder in diese Reihe von Botschaften. Und es ist nicht so viel, dass wir über Geld reden, aber wir reden über unser Verhältnis mit Gott.
en wou dat ongeld, onschieren dat. Jesus zegt zelfs dat de grootste competentie wat hij wil hebben en ons hoort, is geld en hebben geld. En zo dat is het wichtig is. Laatste zin zegt we druk is slag. Druk is slag in die leven. Wie zou in den Vers, Sprüche 22. De rijke regieren over de armen en wer door bargt, is den zijn skloef, de am dort bargt. Ik hier deze week van Rob Thompson, vielleicht habe ich von ihm behalten. Hij wird hier vielleicht 2,5 Jahre terug zum Mensenwend doen. En hij reden bir über diesen Thema. En hij zei dort, manchmal, wenn wir ein Ding kaufen, wo wir noch nicht viel Geld haben, oder wir kaufen dort, für wir dort wirklich haben sollten kaufen, für wir dort erfordern können, dann sage ich dafür, dann wo wir Sklaven an dort Ding, wo wir kaufen. Und so das wird diese Botschaft in diesem Vers ist. Du bist den sein Sklav, den die barren dat. Und ich weiß nicht das Bild von diesem Truck, habe ich dort noch behalten. Und ich sehe dort, oder ich habe nicht können ein Exempel von den Ford. En dort hadden wir op zo'n thuis gestopt. En zo dat die niet lang, dan klingen we een phone. En checkten ze met dit. En zeiden, wenn du nicht kost einfing, dann wollte ich einchecken. Wir haben bloß ein bisschen Spaß, was wir da hatten. Aber die dachten so, wir wollen nicht einmal einchecken. So anyway, da haben wir ein bisschen Spaß. Von der kicken wir Jäwen als Jäsäajent. En nächste zondag morgen is wichtig. Ik merk je het moutje woord hier wel zijn, nächste zondag. Het is een zeer gouden thema waar we van reden doen. Dat wordt ons helpen ons denken ändern over den thema van morgen en waar we kunnen inversiones aanvangen te merken en plan voor morgen. En zo komt terug nächste zondag voor dort. Vandaar, Jäwen is Jäsäajent. Wir kijken in Apostelgeschichte 20, Vers 35. En de Herr Jesus zegt, Jäwen es soll ja ons nemen. Jäwen es beter ons nemen, sagt hij hier. Ein von unseren Valores hier in der Kirche ist Vrijewigkeit. Und wie sagen das steht? Wie worden mehr Jäwen ons verlangt ist, Jäwen es ein grater sein ons nemen. Jesus selbst sagt dort. Laat fragt mal einer, wo sei wir hier? Wie worden mehr Jäwen ons verlangt ist? Wat bedient dort? En zo dit komt van een ganzen thema van wie worden de extra mil gaan. En dit komt van een vers in Matthäus 5, vers 40. Jezus redt hier en hij zegt, en wanneer die weer fern gerecht neemt en die rock verlangt, dan jeffa ook die neverrock. Je wat meer als wat hij verlangt heeft. Hij zegt wieder, en wanneer weer verlangt 1 mil met hem te gaan, dan goed 2 mil met hem. Je wat meer als wat hij verlangt heeft. Weet je wat hij hiervan reden deed, als in die deel waar zij leven deden, toen werden de Römer en zij kwamen in Israël aan en zij namen dort aan. En zo de Römer, die werden even de Juden. En zo de römische Soldaten, zij kwamen dan doorheen en zij moesten dan alle ihre Schimmedonen en met wat immer ze hadden metdrehen van ihre Sachen, wenn zij werden wieder auf von Thuis. Zij woonden nu hier. En zo, zij hadden deze grote pakken wat ze drehen moesten. En toen werd zo'n gezet in de römische regering, oder in de landen waar ze even waren, dat waren soldaten die kwamen, hij kon die forderen, dat die voor zijn pak 1 mil drehen. Aber nicht mehr als 1 mil, aber 1 mil musst du dort drehen. Da wird ein gezet. So, zij hadden de Eberhand. En zo wat Jesus hier sagt, als wenn ein von diesen Soldaten die kämpft und er fragt die nur 1 mil, dann gehen wir am 2 mil. Und das wird ein sehr genau, wenn sie hatten ein Haus für diese römischen Soldaten. Nun sagt Jesus, deint mehr als was seine Frauen tun. Sie können es nicht begreifen, aber Jesus lehrt uns hier, was das meint, vrijewig sein. Er sagt, geef mehr als verlangt. Wir wollen mehr geben, als verlangt ist. Wir wollen nicht bloß den Minimum. Wir wollen mehr, wenn es dort, wo Vrijewigkeit anfängt. Und das wird von der nicht checken wollen. Und so, wir sagen dort geben als ein grater Sein aus nehmen. Das meint nicht, dort nehmen nicht ein Sein ist. Das sagt bloß, dort geben als ein grater Sein. Ich will Ihnen mal ein Beispiel vertellen von der. Als ich jung werd, vielleicht 16 Jahre alt, ich wohne in Kanada, und ich kreeg meine Driver's License. Du musst für 16 Jahre alt sein. So mir fehlt eine Car.
aber ich hatte nicht so viel Geld und wusste nicht gleich, was ich da tun. So, ein von meinen besten Freunden, sein Papa, actually Albert, sein Dad, er verkauft mir eine Kuh. Sehr billig. Manchmal wie ein Jäfer mit denen, aber er verkauft mir den für $200. So, ich tue $200 für meine erste Kuh, guys. So, Lied von dort. Und aber da wird ein Ford Taurus, ein 7-taunig Ford Taurus mit Feuer, der wird nicht eine Kuh, was ein junger Mann will, jung, aber der fährt mit einer Arbeit, ein trägt ein Haus, ganz direkt befreit wird. Und so, ich kriege die Kuh, als wie ein gejäft, er jäft mit denen für $200. Und da wird ein Sehen von mir, wenn ich kriege eine Kuh. Und aber Luther ein Leben, hat wir eine andere Kuh, ich und meine Frau, wie wir nu al befreit. Und nu hat wir Gelegenheit, unsere Kuh zu verkaufen und hat Geld geben nach der Kuh, zum halten im Gebiet bauen. Da wird ein Gratra sein für uns, aus der Kuh kriegen, aus der existieren wir. Wenn es nicht wie Port sein, von something, was Gott hier hat, wir können geben. Und wir können 10-mal so viel geben, als was wir gekriegt haben. Da wird ein Sein für uns. Er sagt dort, geben als ein Gratra sein, aus nehmen. Und so ist es wichtig, dass wir das lernen tun. 2. Korinther 9, Vers 11. Ich habe diesen Vers einmal gelesen, Jacob redet ein klein von das. Aber er sagt hier, je wollen alle Seiten haben, rückgemerkt, dass je Rief utteilen kann. So wollen viele Gott für die guten danken, die wir an vermitteln tun. Er sagt, wir wollen alle Seiten haben, rückgemerkt, dass wir Rief utteilen kann. Rief, das Wort, ich kijk das war an ein Wiederbuch ab. Rief bedient ab viele Städten zu kriegen, oder Hahn leicht zu fingen. In anderen Worten, wenn wir geben wollen, wir wollen ab viele Städten geben. Da wird leicht sein zu fingen, wo wir geben. Wir wollen Rief geben, wir wollen viel geben, wir wollen Seier geben. Das, was Jesus hier sagt, das, was Paulus uns geschrieben hat, wo wir gesehnt sind, als zum Rief utteilen. Und so von der wollen wir lernen, wo kann wir Rief denken? Wo kann wir Rief denken, instead Knopf denken? So die Frage ist, wenn jemand so gesehnt ist, wenn es so ein gutes Ding ist, wo wir das nicht mehr? Wo wir uns dann manchmal trägt? Und ich glaube, ein paar Ursachen ist, vielleicht wir gehen durch eine schwere Zeit. Vielleicht gehen wir persönlich durch eine schwere Zeit. Und wir können nicht sein, wo jeden nur noch halten wird. Noch ein Ding ist, wir haben gesehen, wo sie diesen Thema misshandeln. Vielleicht haben wir gesehen, irgendwo in der Kirche oder ein Prediger, der geht ab und sagt, ich will Gott sehen wollen, es dort mir alle $200 geben. Und wenn ihr wollt, dann wollt ihr 1000 Träg kriegen. Vielleicht haben wir so gesehen und wir sagen, no, schlitt mir auf von dort. Wenn es dort gemäß handelt. Vielleicht ist uns Trouble, dass wir sind knapp gesehen. Vielleicht sind wir knapp gesehen. Für mich wird das ein Trouble. Ich kickt weiter das Wort knapp. Was bedeutet knapp? Knapp bedeutet das. Wenig, oder arm, oder mal abends, oder mal grud, oder meist nicht. Ich kann mit feilen, was das bedeutet das. Mes wordt het niet schaffen. Dit wordt mes niet schaffen. Dit dreigt bloos nicht aan. Wir sind knapp gesehen. Und wo wir denken, doen. Ich weet zo dit. En ik geloof vielleicht een was hat zu tun mit, zoals ik opwassen deed. Nicht, dass meine Eltern ihre Schuld wäre, aber bloß ein Beispiel. Als ich opwas, mein Dad wird ein Prediger, von als ich noch jung werde, ein kleiner Jung. Und so, wir fuhren shoppen, eten ankaufen. Und ich will immer, so, wenn wir durch das Fleisch vorbeigehen, dann will ich immer Chamon. Mir ankert so sehr Chamon, der Pavo oder irgendwas. Und ich frage meine Mama immer, können wir nicht Chamon kaufen? No, das tut dir. Wir müssen immer Chimix oder Bologna oder so was. Und so, ich hatte immer ein Bologna-Sandwich mit. Und mir euer dort, ich will den Chamon. Und ich kriege durch all dort so ein Bild, dort bei uns ist es knapp, wir haben nicht genug, wir wollen nicht genug. Und ich fange an so zu denken, dort wo ich kriege, dort wo ich habe, dort will ich mal einen festhalten. Wenn ich will nicht trägt durch sein, wo ich bloß mal Bologna Sandwich eten. Und so ich wollte mal anhalten. Dort knapp gesehen sein. Ich doch schlecht und arg. Und ich kann nicht vertrauen auf Gott, dort er mich segnen kann.
En so ik dacht, ik mag me dat zelfs taub schaffen, wenn es van ik niet doe, dan wordt keiner. Ik weet knopjes aan en dit. Hij zegt ons hier ober, in diesen Versen, 2. Korinther 9, Vers 11, je worden alle Zieden haben richtig gemerkt, dat je rief uitdelen kan. Wie sollen rief je zon zijn, niet knop je zon. En we zouden al dat rief meint, op vele steden te kriegen oder haben, oder in diesem Sinn, rief uitdelen, op vele steden geven. Gott wil die zijn, weet je, wie kan onerkennen dat Gott, als de einde maar over alles, hij heeft zeer veel, bij hem is het zeer rief, en hij is ons voeder en hij wordt ons zegenen. Hij is een voeder die ons zegenen wil. En zo wanneer we op eenmaal knopjes aan worden, dan houden we taub, nemen we aan en houden we alle van onszelf, wens we geloven geen andere wat me houden. Ik moet mezelf houden. De Bibel zegt aber, dat we zullen rief uitdelen, wanneer we knopjes aan zijn, dan hebben we een touw naar vuist. We nemen ons geld en we houden het vast, zo staat. Maar wanneer we een touw naar vuist hebben, wo wirst du mij aan? Dat is touw. De Bibel zegt, we willen rief uitdelen, rief is een opene hand. Geld komt aan, geld scheelt eruit. Geld scheelt aan, geld scheelt eruit. We willen rief geven, we willen een opene hand hebben, we willen God vertrouwen, dat hij ons verzorgen wordt aan. Victor redt van dit, zeer veel in de seminario, als hij hier weer. God is ons verzorger. En zo dat meint, we gaan opene hang, en we geven rief, we geven een schoof, we geven op verschillende steden. Dat is leicht te ving, dat we gaan ergens voor je geeft. Dat is waar we als Christen zullen zijn. Sprüche, Kapitel 11, Vers 24, redt van dit. Hij zegt, einer jaft ricklich en kriegt immer mehr. Dat is rief je zon. Knop je zon zegt, einer jaft en kriegt nicht träg, einer raadt uit en haft nicht genug. Wanneer ik op eenmaal geven word, dan word ik niet genoeg gaan. Rief je zon, einer jaft ricklich en kriegt immer mehr. Ein anderer jietst, wo hij geven zal en wordt doch immer armer. Hij heeft een touw vuist. Kon niet nemen. Hij is knop je zon. De nächste Vers, ein mild geeft je zuil, dat is een mens wat vrijgeverig is. Ein mild geeft je zuil, wordt rijk worden, en wer andere te drinken geeft, wordt zelfs te drinken kriegen. Dat krijgt geen knopjes aan. Knopjes aan zegt, ik heb met het touw geschaft, wanneer ik op eenmaal van die woede, wanneer ik die op eenmaal van mijn woede geef, dan wil ik op eenmaal niet genoeg gaan. Zal ik maar mijn woede houden? De Bibel zegt ons, wanneer we somwem geven te drinken, wat we ook kriegen. Geven is een zegen. Geven is gezegend. Dat is bloos in Jesaajent wat God op geven heeft. Geven is gezegend. Dit is wat we van jou leren willen. Wanneer we geven doen, dan krijgen we een zegen. Dat is wat hij dus zegt. Wanneer we geven, krijgen we een zegen. Wanneer we geven, krijgen anderen gezegend. Dat wordt wat hij krijgt, hij krijgt gezegend. En wanneer we geven, God wordt gedankt. Eerst in den Versen in Korinther zegt hij dat. We willen rief uitdelen, dat vele mensen worden gezegend krijgen, dat God gedankt wordt voor de goeden wat we aan het vermiddelen doen. We krijgen een zegen, anderen krijgen gezegend, God wordt gedankt. Wat je geven is gezegend. De Bibel is ganz klaar, geven is gezegend. En zo wanneer geven zo zeer gezegend is, als wat we hier groot gezien hebben, dan willen we als Christen wachsen in dit. Wens God heeft u een zegen op. Waar we niet knopjes aan zijn en zeggen, nee, ik wil het alles hullen, alles hullen, alles hullen. Wanneer ik op eenmaal geef, dan wil ik niet gaan. Dat is knopjes aan. Waar we riefjes aan zijn en zeggen, ik wil geven en wanneer ik geef te drinken, dan wil ik ook te drinken gaan. God heeft een zegen op geven. En zo vandaar waar we checken de drie wegen, waar we wachsen kunnen in onze vrijgeverigheid, dat we kan beter zijn in dit. En zo de eerste is God vertrouwen met dat eerste. Dit is hoe het aanvangt. God vertrouwen met dat eerste. Dit heeft wat met onze gemeenschap met God te doen. Meer is plus met geld. Dit heeft gemeenschap met God verbonden. Wens worden we God vertrouwen, dat zijn woord werkelijk zo is. Wens van het geld uit de verbrandt, manchmal is het schwer te vertrouwen.
Wenn dort schwer zu vertrauen ist und da steht, dann vielleicht wiest uns dort, wo uns hart ist. Vielleicht wiest uns, ab Wort wie uns vertrauen, gesagt haben. Wir wollen Gott vertrauen, mit dort hier steht. 3. Mose 27, Vers 30. Hier sei wie diesen Prinzip, wo Gott das abstellt hat, in Alten Testament. Die tienden Teil von jeder Art von Getreide und von der Frucht von den Bäumen gehört dem Herrn. Dort es sieht, aus einer heilige Aufgabe. Und so in dem Alten Testament hatten sie so ein System, dass sie mussten ihren ersten Tiendel tragen dem Herrn geben, dort wird sieht. Dort wird überhaupt nicht ehrt, sie hatten kein Reich dort wird sieht. Und so wirklich, wenn wir denken an frühjährig sein, frühjährig meint, wie wollen mehr geben, was verlangt ist, der erste Tiendel, dort ist nicht frühjährig. Dort ist einer, wie Gott sind. Wir geben haben dort trägt, was sind ist. So wird niemals uns. Er sagt, dort meint. So, das ist ein Prinzip, was Gott all im Alten Testament abstellen hat. Das ist interessant, wenn wir gucken in die Geschichte von Nehemia. Das ist eine Geschichte, wo Israel empfangen wird, in Babylonien gebracht wird, von Israel weggenommen. Sie sind durch 70 Jahre. Und dann kommen sie zurück nach Israel, wollen sie dort zurück abbauen. Und Nehemia ist da, wo dort leiden hat. Und so, erste Ding, was er tut, ist, er baut Wegen um die Stadt. Und dann kicken sie zurück in Gesetz nennen und sagen, okay, nu werden wir das Land zurück abbauen, ob Gott sein Weg. Und das wird zu sein. Nehemia 10, Vers 36, der erste Frucht von unser Gottes und der erste Frucht von all unseren Bäumen, wollen wir in den Herrn sein Tempel bringen. Und so Nehemia sagt, das Land Israel, wo wir frisch abbauen, aber wo wir Gott sein Weg tun, nicht uns Weg, wenn es uns Weg lädt uns im Gefängnis nennen, in Babylonien, nur wo wir dort Gott sein Weg tun, und das, was sie von reden tun. Wir wollen das erste geben. Wir wollen trägen Gott sein Weg gehen. Dort erste von alles, was sie haben. Das ist so wichtig, dass die Bibel uns sagt, dass Gott uns die Freiheit gibt, um aufzuproben in das. Malachi 3, Vers 10, bringt mir den vollen Tiendel an mein Spicken an, so dass an mein Haus wird zu eten sein. Prüft mir du mit auf, sagt der Herr. Prüft mir du mit auf. Der Herr sagt, der alles regiert. Und fängt u de nicht verjünt war, den Himmel aufmerken, in ein Sehen raufschaden, so dass jünt dort everand. Hier war er Rivieson. Er sagt, wenn je jeven down, dann wird jünt dort everand. Wir glauben manchmal, wenn wir knapp geson sind, wenn wir jeven down, dann wollen wir dran. Gott sagt, wenn je jeven down, dann wollen wir everand. Dort ist Rivieson. Und so wie kann sein all im Alten Testament, dass Gott büht auf diesem Prinzip. Und dort ist dort jeven es gesehen. Gott hat ein Sehen auf das. Wenn wir unsere Gedanken umändern, wenn wir nicht mehr knapp gesonnen sind, wenn wir rief gesonnen sind, dort wird die Bibel uns lehren das. Wenn wir Gott dort erstet geben, wenn wir Gott uns bastet geben, und er sehnt dort. Wir haben manchmal gehört, dass Gott sagt, dass er kann mit deinen 90% viel mehr beschenken, als du kannst mit deinen 100% beschenken. Das ist korrekt, was diesen Vers hier sagt. Wenn je wollen treu sein, wenn je wollen frühjährig sein, wenn je wollen Gott ehren mit das erste Part, er hat einen Sehen ab dort. Das ist bloß einfach die Wahrheit. Und so wie haben gelernt nu, Gott zu vertrauen mit das. Wie haben gelernt zu wachsen in das. Ich muss sehr wachsen in das. Wenn ich habe Trouble mit, ich will alles holen, ich werde knapp gesonnen. Und aber Gott muss mir lernen, anders zu denken. Das braucht Zeit, aber er deutet durch sein Wort. Ich meine, früher ging das taub durch und wassen in das. Da wir können leben und glauben und Gott vertrauen. Das ist Part von unserem Verhältnis mit Gott. Weil wir wachsen in unserem Verhältnis mit ihm. Weet je, das ist interessant, wenn es laatste sind, dan zeg ik je dat je zal niet de schuld eruit komen. Nu zeg ik je dat je zal geven, als er niet een beetje verdreht. Dus, wanneer ik zal uit de schuld eruit komen, dan wohin zal ik nu geven? Wanneer ik de schuld eruit kom, dan zal ik schuld betonen en dat is alles. Aber dat is niet wat Gott sagt. Dat is knap gezogen zijn. Rief gezogen sagt, wir wollen geven, Gott wird ein Sehen du abhaben und ich will die Schuld eruit komen.
Das ist, was Review-Son sagt. Gott vertrauen mit das Erste lehrt uns, Gott ist immer Nummer 1 in uns Leben. Wenn wir haben wollen, das Erste geben, dann beweisen wir mit dort, Gott, du bist Nummer 1 für mich. Du bist mir das Wichtigste. Dort lehrt uns Review-Son sein und es steht Knopfjeson. Wir wollen nicht Knopfjeson sein, wir wollen Review-Son sein. Wir wollen Gott glauben, sein Wort glauben, Jäwen als gesehnt. Das ist, was wir dort lernen. Und dort lehrt uns glauben, auf Gott zu sagen, nicht auf mein Geld. Dort dreht mein Hort so zu sein. Uns Hort verselbt, was sich drehen, ne Geld, ne uns haben Geld, ne was wir haben. Uns Hort dreht sich durch, aber wenn wir Jäwen tun, dort helpt uns Hort drehen, ne Gott. Und sein Weg, dort wir anfangen, sein Weg zu denken. Sein Weg zu leben. So wir wollen Gott vertrauen mit das Erste. Das nächste Ding ist, wir wollen planen, vrijewig zu sein. Weet je, ich und meine Frau, wir hatten al so viel geleerd, dass wir einen Plan zum Kaufen. Wir müssen Plan zum Kaufen. Debbie sagt sich Coupons, wo wir können Dinge billiger kaufen in verschiedenen Sturen. Wir sagten uns dort nur, wird von Stur, ich habe das Ding nur billigste kriegen. Und dann, wenn die Tiet schreit, wir dann fuhr wir dort kaufen. Wir müssen Plan zum Kaufen. Aber wir haben keine Plans zum Jäwen. Wir müssen uns Plans merken, vrijewig zu sein. Du hast ein Vers in Jesaja, Kapitel 32, Vers 8. Dit ist auf Deutsch übersetzt von der spanischen Neue Traduction Viviente. Und er sagt, so steht, freiwillige Menschen merken Plans, vrijewig zu sein. Vrijewige Menschen merken Plans, vrijewig zu sein. Und sie stehen fast in ihrer Vrijewigkeit. Er sagt hier, dass sie merken Plans, vrijewig zu sein. In andere Woorden, wir denken uns dort durch. Wenn ihr befreit seid, ihr tun das taub aus euer Paar. Und ihr reden davon, wo werden wir geben, wo viel werden wir geben. Wem werden wir halten? Was können wir tun? Wo können wir mehr geben? Wo können wir wachsen in das? Wir merken Plans, vrijewig zu sein. Vielleicht sind das morgens, wenn wir tüß sind, merken wir uns all reut. Vielleicht mit der Frühtaub reden wir, wo viel geben von der, oder vielleicht haben wir auch vorher berät, aber das ist eine beredene Sache. Merken wir dort reut, kommen wir nach der Kirche, wir sind reut. Wo wen? Wenn wir haben einen Plan. Wir haben einen Plan gemerkt, vrijewig zu sein. Fingen wir ut, wo können wir mehr geben? Wem können wir unterstützen? Wo sind gute Dinge, wo halb fehlen das, wo wir als Christen unterstützen können? Und das ist wieder 180. Das ist ein Beispiel. Ich habe durch Geld geben, Lebens wurden verändert. Kinder wurden von der Geist raufgeraten. Die wurden gelehrt von wer Jesus ist. Die kriegen Hoffnung. Und sie kriegen noch eine Chance für ein Leben, ein gutes Leben. Das ist eine gute Stadt. Fingen wir mehr so eine Städten. Wo können wir geben? Wir wollen einen Plan merken. Wir wollen es taub tun. Ich hier diese Werk ein Beispiel von ein paar Lied, was das deuten. Und so sie müssen sich eine Entscheidung. Und ich verteile diese Geschichte, um ihnen vielleicht eine Idee zu geben. Aber sie müssen eine Entscheidung bringen, sich selbst, dass sie wollen $20 der Werk, oder der Monat, geben. Bloß wo immer das dann wird. Und dann sie hatten ein Buch, und sie wurden abschreiben, wo sie so fallen deuten, dass sie gelehrt werden zum Geben. Wurden sie dort abschreiben in ein Buch, und dann ein bisschen behalten, wo sie gegeben hatten, um ein bisschen sein, was Gott will tun mit dort. Und so sie hatten $20 im Monat. Sie fangen an mit dem, als sie noch jung waren, hatten nicht so viel. Und so sie sagen, was wir in der Kirche geben, wo wir $20 im Monat geben. Und so einen Monat kam sich dort so Raum, dort ein von ihren Kindern wird ein Footballteam, und du fehlten die Hemden, die Uniformen zu kaufen, und eine Familie, du hat nicht ganz genug, und so sie kauften eine Uniform für den. Schrieben sie dort ein Buch an. Der andere Monat kam es so Raum, dort ein anderer fehlt halb, die haben eine Gelegenheit, somebody wird kleiner zu kaufen, und den zu haben, schrieben sie dort ein Buch ab. Nu hatten sie dort all für 20 Jahre getan. Und sie können zurückkicken auf diesen Buch, wo sie hingeschrieben haben. Sie können sagen, Geschichte, wo Gott dort vermehrt hat, wo Gott dort gesehnt hat, wo Menschen gesehnt werden durch ihn. Sie können die Geschichte nicht sein. Und sie hatten nu alle Entscheidungen, sie hatten nu vielleicht ein bisschen mehr aus, was sie dann hatten. Nu geben sie all $200 im Monat weich.
bezieht, was sie in der Kirche geben, und dann schreiben sie ihre Geschichten ab. Sie können auf einmal Jugend halten von Missionsreise zu fort. Sie können das tun, sie können Jan tun. Sie kriegen und sehen das, und sie haben einen Plan gemerkt. Ich will jüngst Mut merken. Merkt in Plan, vrijewig zu sein. Merkt in Plan. Und dann das letzte Ding, von der Anfang. Von der Anfang. Weil je manchmal sowieso je sonst als ich immer wird. No, wenn ich hier stur sehe, wenn ich hier start sehe, und wenn ich hier nicht mehr Schuld habe, und wenn ich hier so viel in wird sehe, dann wo ich Jäwen. Nee, du warst nicht. Nee, du warst nicht. Wenn du nicht von der anfängst, wo wir schmarren. Wenn du nicht treu bist mit wenig, wo wir treu sein, wenn du mehr hast. Das ist nicht, was die Bibel uns lehrt. Und so, wir wollen sein, wir wollen von der anfangen. Wir wollen nicht lernen, aber dann und dann. Wir haben ein Beispiel von das in der Bibel. In 2. Korinther Kapitel 8. Du hast eine Geschichte, wo sie Geld sammeln tun. Für die Christen, die in Jerusalem leben tun. Und wenn sie endlich das sehr knapp, sie gehen durch eine sehr schwere Zeit. Und so sie tun Opfer haben von anderen Kirchen. Und sie sind in einer Gegend in Mazedonien. Und das ist, was er uns hier sagt. Unsere Brüder, uns ist darum zu tun, dort je weiten sollen, was Gott seine Gnade für die Gemeinden in Mazedonien getan hat. Die sind in ihre Troubles. Und die sind so hart versucht worden. Sie sind standhaft geblieben. Und wenn sie auch sehr arm sind, haben sie doch Jahren richtig gegeben. So diese Christen, sie gehen auch eine schwere Zeit durch, aber sie sagen, weißt du was, wir wollen ein Sehen sein für Jahre. Wenn wir glauben, dass Gott es auf ein Sehen abgeben, wir wollen geben. Ja, sie werden in eine schwere Zeit. Ja, sie haben dort arm. Aber sie sagen, wir wollen nicht knapp gesonnen sein, wir wollen reif gesonnen sein und wir wollen wirklich geben. Paulus sagt sogar, dass sie haben sogar mehr gegeben, vielleicht als was sie haben sollt oder könnt. Sie geben so viel, als sie abends können. Sie deuten sich selbst, dort Leben vielleicht ein bisschen aufknoppen, so zu sein, dass sie weniger Brücken deuten, damit sie mehr geben können. Wenn sie so will geben. Und sie sehen, wir wollen nie geben. Wir wollen von der anfangen. Wir wollen nicht lernen, was wir gestartet sind. Wir wollen von der anfangen. Das ist, was diese Kirche tut. Und du wirst sehen, ob das. Ich hier diese Werk in der Geschichte von einem Mann, der hier so rum ist, ich weiß nicht, wer das ist, aber er wird kriegen wieder 180 gekommen und er hat Geld gebracht, um mithelfen. Und er sagt, dass er hat Lebenswasser abgeholt und der Weg fährt dort. Und dann hat er Botschaften durch Ben gehört von Victor Mortis. Kriegt der Klaus, was Victor hier greift in Februar. So er hat einen Abruf geholt, er wieder neu gegangen, hat eine Botschaft gehört von Victor Mortis. Und auf einmal hört er durch, wie geben soll. Und er sagt, er hat noch nie in seinem Leben wirklich gegeben. Dort regelmäßig Part von seinem Leben wird. Und er sagt, er hat Gott sein Wort durchgehört und er hat sich entschieden, er würde nicht geben. Und dazu, wenn er durch wieder 180 wird, zum Geben, zum Enthalten der Kinder auf Gott raten. Weißt du, der Mann, der hier die Botschaft, der sagt, hey, das ist nicht so sein Leben da. So, ich will mein Leben nicht mal kurz ändern, ablehnen mit Gott sein Wort und ich will von der anfangen. Er fängt kurz an. Er wird treu. Er lernt sein Leben ab mit Gott sein Wort. Und mein Gebet für uns alle ist, dass wir wollen so gesandt sein. Wenn wir wollen lesen in Gott sein Wort, und wir einmal sagen, hey, das lerne ich ganz ab mit, wo ich leben da. Dann ändern wir uns Leben an. Kurz. Und sagen, weißt du was, ich will anders leben. Ich will von der anfangen. Ich will das tun, was in der Bibel sagt. Ich will nicht knapp gesandt sein. Ich will reif gesandt sein. Ich will geben. Ich will eine offene Hand haben, damit Gott gelobt wird, Gott gedankt wird, damit andere Menschen ein Sehen kriegen, dass die geholfen werden, wo sie sind, und damit du auch ein Sehen kriegst. Wenn die Bibel sagt, Jäwen ist gesehnt. Jesus selbst sieht dort. Weet je, ich glaube, das ist ein besonderer, wichtiger Thema für uns als Teacher. Wenn wir haben sehr viele gute Dinge machen. Ein von denen ist sehr schwer schaffen. Was ist ein gutes Ding?
Und wie kommen wieder und wie sind gesehnt, wenn es Gott sehnt, schwor schaffen, die Bibel sagt dort. Aber uns hier vor, als du kriegst aus der Israeliten, hier vor, wir aus so ändert nie das Land ankommen, Gott sagt ihnen, passt ab. Wenn es je worden gesehnt worden, wenn es je schaffen, schworen, je vertrauen mich. Aber dann kommt den Tag einmal, wo je so glauben, dass je haben das Salz getan. Wo je so glauben, dass das haben wir taub geschafft. Wir sind so gut. Wir sind so klug. Kick nach uns. Gott sagt, pass auf für den Tag. Pass auf für den Tag, wo so eine Gedanken die durch den Kopf gehen. Er sagt, das sind beide Gedanken. Wenn Gott sagt, ich sende Gott, der die Kraft gibt, wieder zu kommen. Der die Kraft gibt, recht zu werden. Er sagt, heißt da, was uns segnen wird. Und wenn wir einmal anfangen zu glauben, dass wir sind so gut und wir haben das getan, dann fangen wir an, so steht zu tun mit unseren Dingen. Halber dort dich bei, wo wir knapp sind. Und glauben, wenn es ich das alle getan habe, dann muss ich das halten. Gott sagt, er will haben, dass wir rief sind, dass wir anerkennen, dass er uns die Kraft gibt, zum Wiederkommen, dass er uns segnen wird und dass er dort nicht bloß das für uns. Er sagt, die wollen alle Seiten haben recht gemerkt, damit die Rief utteilen können. So die Ursache für Segen von Gott ist zum Rief utteilen. Das ist ganz klar. Dass wir alle Seiten haben Rief utteilen können, damit andere Menschen wollen Gott danken für die Gaben, die wir ihnen vermitteln tun. Und so wie wollen wir wissen, dass wir nicht knapp gesandt sind, weil wir Rief gesandt sind. Und so wie sagen, dass durch Druck von Schuld und Druck ist schlecht. Wir sollen dort Jäwen es gesehnt. Gott hat einen Sehen ab. Wir haben Ehren mit uns ersteht. Wir haben Plun merken, friewillig zu sein. Wir haben uns Verhältnis mit ihm abbauen, wir von der anfangen. Wir von der anfangen. Wo wir von Marien lernen. Gott lehrt mir und meine Freude mal. Als wir das Leben, als wir das Part von uns Leben durchgehen, wo wir Cambios merken mit uns Geld und ich werde nicht so nach was leicht geben dort. Wenn es die Dinge, die ich hier sehe, dass ich abgewaschen werde und ich will knapp hier sein. Gott sagt uns ein paar Dinge. Er sagt, es ist Tiet, dass ihr die Schuld rauskommt. Und er sagt, es ist Tiet, dass ihr anfangen zu geben. Und ich will anfangen zu geben. Du siehst gerade Schuld anfangen zu geben. Stimmt nicht, Gott. Und ich hatte mit Trouble mit 10% aufgeben. Und so Gott will uns was lernen. Und so wir fangen an zu beten, wie viel sollen wir geben. Und so Gott gibt uns 1%, was wir sollen geben. Er gibt uns 10%, wenn er will uns mal was lernen. Er will uns helfen, unseren Hort zu drehen. Das ist, was mir fehlt. Und dann kam das Rahmen der Tiet. Ich habe diese Geschichte vertelt, aber some von unseren Freunden, sie kamen zu uns. Und sie gaben uns ein Sehen, wenn ich heute Gebet von nie getan. Mir fehlt ein nie getan. Meine anderen Jungen 2, die wird ausgedreht und so was. Und so, ich will nie getan. Und ich bete um Gott für das, wenn wir heute nicht Geld. Ein Tag fuhren unsere Freunde uns ab, sagen, ich habe den Kaffee Eva gekommen. Ja, kamen sie Eva. Geben sie uns Geld und sehen, wie viel uns Gott sagt uns, wir sollen das geben von der Gitarre. Wir haben nicht gesagt, dass wir von der Gitarre beten dürfen. Gott schafft durch Ent. Aber weißt du was? Das Lied, das uns segnen dürfen, so steht, sie werden nicht schuldfrei. Das Lied, das uns segnen dürfen, das wird nicht reich, so wir würden glauben, reich ist. Das ist nicht, dass die alles taub haben. Und dann sagen, nu wenn wir alles gut können, nu wollen wir geben. Das ist nicht, was sie sehen. Sie sehen, wir wollen von der anfangen. Wir sind noch in der Schuld, aber wir sind auf dem Weg. Wir haben noch nicht alles taub, aber wir schaffen schwor. Und wir wollen von der friewillig sein. Nicht lernen, aber machen. Und sie lehren mich durch eine große Lesson. Dass wir, ich und meine Freude, dass wir sollen Fuß anfangen, friewillig zu sein. Nicht lernen, aber ja und dort und das erst passiert. Das ist die Gitarre, die ich dann kaufe mit dort. So ich sage den Kindern, das ist Jesus seine Gitarre, das ist nicht meine.
Hij heeft ons dat gegeven. Om ons wat leren. Hij wil mijn hart helpen omdraaien. En zeg weer op de rechte steed. Ik geloof vielleicht wel God some van jullie helpen jullie hart omdraaien. En sie zijn op de rechte steed. Vielleicht sei je een beetje knopje zijn. Nee, wanneer we Jäwen doen, dan worden we uitdragen. We moeten hulp. We moeten nog dichtbij. God zegt dus een zijn op Jäwen. Dat is tijd ons hart om te draaien. Waar we opstaan en waar we beten. Heilige Jezus, ik dank je voor die woord. En ik dank je voor die woord ons terugdraaien deed. En terug helpen deed. En zo Heilige Jezus, ik bid dat du wirst te jeder een van ons reden. Dat we ook willen horen wat du voor ons van dir hast in deze boodschap. Help ons te wassen en vrijewig zijn. Help ons dat we niet knopjes zijn, maar dat we riefjes zijn, dat we onerkennen, dat we een groter God, dat je een groter zijn hebt op Jäwen. En God, we doen onerkennen, dat wanneer du ons zegnen des met geld of wat immer dan is, du des dat van de Ursache, zodat we worden rief uitdelen. Ik bid dat ons hart wordt wassen en dit, dat ons gemeenschap met die wordt wassen en dat ons vertrouwen op die wordt wassen. Ik dank die voor die zijn op ons en dat we kunnen deze gelegenheid hebben te wassen. En ik bid dat we worden wiederkomen dit en dat we worden alle taub zijn in ons hart en met ons leven, dat du bist de einzige weg, Jezus. En we gaan die hingen aan, want du bist ons kennig, du bist ons God, du bist ons leider. We leven voor die. Ik bid het in die naam, Jezus. Amen.
für am Leben, amen. Amen. Gott segne diesen Weg. Wenn ihr gleich noch, wir wollen mit euch taub beten, über ernste Sache, blieb träge, wir wollen wellig mit euch beten. Wenn ihr befreien wollen, seid ab für die Klaus. Gott segne und hat einen guten Weg.